Hi und willkommen bei ATP Autoteile. Wenn ihr auch, wie ich hier, dieses Problem hier habt, wisst ihr, eure Heckklappendämpfer sind defekt und sollten einmal ausgetauscht werden. Der Austausch ist relativ einfach, jedoch müsst ihr darauf achten, dass ihr etwas nimmt, um die Heckklappe jetzt abzustützen. Wackelt auch auf jeden Fall daran und schaut, dass die Heckklappe hält. Nicht, dass ihr euch gleich, wenn ihr hier arbeitet, auf den Kopf fällt. Das kann relativ wehtun. Also auf jeden Fall hier auf die Sicherheit achten. Und dann fangen wir auch hier an der Beifahrerseite an, würde ich sagen. Das einzigste Werkzeug, das ihr benötigt, ist ein einfacher Flachschraubendreher. Dann sehen wir hier oben das erste Ende von dem Heckklappendämpfer. Hier seht ihr eine Klammer, einfach mit dem Schraubendreher runtergehen und die Klammer so weghebeln und schon ist das Teil hier einmal entriegelt und es kann hier von dem Kugelkopf abgezogen werden. Das Ganze macht ihr jetzt hier im unteren Bereich noch, das heißt auch hier einmal mit dem Schraubendreher hier reingehen, das Ganze weghebeln und schon ist das Ganze entriegelt und kann vom Kugelkopf abgenommen werden. Auch wenn es beispielsweise nur ein Dämpfer schlapp macht, würde ich euch empfehlen, beide Dämpfer zu tauschen. Das heißt, hier auf der Fahrerseite gehen wir genauso vor. Hier einmal die Klammer lösen, das Ganze hier entriegeln. Dasselbe hier unten nochmal, Klammer lösen, entriegeln und schon ist das Teil auch einmal ausgebaut. Der Einbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Wichtig ist, dass ihr jetzt darauf achtet, dass das dicke Ende immer zur Karosse kommt und hier die Kolbenstange zu der Heckklappe selber. Hier die Klipse bzw. die Metallblättchen brauchen wir jetzt nicht abzuziehen an den neuen, die können einfach drauf bleiben und wir klipsen hier die neuen Teile einfach so ein. Das heißt, als erstes hier unten einfach rein, dann oben uns das Ganze so hindrehen, dass es passt und auch einfach einklippen, das Ganze ist fest. Jetzt machen wir dasselbe noch hier auf der Beifahrerseite, auch hier unten einfach einklippen und oben auch wieder einfach ran. Schauen, dass das Ganze eingeklipst ist und schon sollte die Heckklappe jetzt von allein halten. Wie wir sehen, das Ganze funktioniert wieder. Einmal schließen, öffnen und sie kommt von alleine hoch und hält. Solche Dämpfer für die Heckklappe gibt es natürlich bei uns im ATP-Shop. Falls ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, sage ciao, euer Dennis von ATP.